Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Thema intelligente Laststeuerung, Mehrwerte durch smarte Lastverteilung. Mein Name ist Caroline Fröhlich und ich freue mich, mit Ihnen heute über ein Thema zu sprechen, das Tausende von Mitarbeitern in der Versicherungsbranche betrifft. Kurz zu meiner Person. Ich beschäftige mich schon seit über 15 Jahren mit der Digitalisierung von Prozessen im Banken- und Versicherungsumfeld. In der GlobalSight verantworte ich neben der White-Label-App und Weblösung zur direkten Kommunikation mit Versicherten auch eine neuere Lösung der GlobalSight. Intelligente Laststeuerung, Mehrwerte durch smarte Lastverteilung. Worum geht es bei dem Thema? Und womit beschäftigt sich die GlobalSight in diesem Bereich? Sie wissen vermutlich, dass die GlobalSight sich schon seit Jahren mit Möglichkeiten der Prozessautomatisierung, Dunkelverarbeitung im Bereich der Leistungsregulierung beschäftigt. Hier sind wir mit Ihnen und Kolleginnen und Kollegen in der Branche im regelmäßigen Austausch und uns sind dabei zwei Dinge sehr bewusst geworden in den letzten Monaten. Zum einen, aufgrund der Komplexität der Aufgaben in der Leistungsregulierung ist eine vollständige Digitalisierung und Dunkelverarbeitung nahezu unmöglich. Zudem gibt es auch gute Gründe, wieso es Sinn macht, nicht immer nach einem starren Regelwerk zu agieren, sondern Prozesse auch manuell zu bearbeiten. Ich denke hier an Fälle von besonderer Relevanz, Fälle mit langen Historien, Freigaben oder auch an Fälle von Schwerstkranken, bei denen auch der menschliche Aspekt immer eine Rolle spielt und das Regelwerk alleine vielleicht nicht ausschlaggebend für die Regulierung ist. Jede Versicherung beschäftigt also weiterhin eine große Anzahl an Mitarbeitenden, die manuelle Regulierung durchführt. Sachbearbeitung ist nach wie vor ein relevanter Teil in der Wertschöpfungskette der Versicherung. Was wir aber noch festgestellt haben, in diesem Bereich, dem Bereich der Sachbearbeitung, haben wirklich große Veränderungen, also Veränderungen in der Form, wie manuelle Arbeit verteilt wird und wie auch letztlich die Leistungsregulierung stattfindet. Große Veränderungen in diesen Bereichen haben bislang nicht stattgefunden. Uns begegnen weiterhin alte Interfaces, alte Applikationen, komplexe Systeme und vor allem ist der Begriff Rückstände einer, den jeder in der Branche mittlerweile kennt, beziehungsweise der gang und gäbe ist. Die Arbeitsbelastung ist hoch und es ist herausfordernd für Sie, Mitarbeiter zu finden und letzten Endes auch nachhaltig für die Aufgabe zu begeistern und zu motivieren. Das hat uns in der GlobalSight letztlich veranlasst, das Thema aufzugreifen. Wir haben uns hier zunächst einmal die Frage gestellt, was ist denn so herausfordernd, dass man das Thema nicht angeht? Was sind die Herausforderungen, mit denen jeder sich in der Versicherung tagtäglich auseinandersetzen darf? Und logisch anschließend die Frage natürlich, wie können wir hier Potenziale für Sie heben? Kommen wir zu einer ersten Herausforderung, der Aufgabenlast. Wie sieht denn der Alltag in der Versicherung aus? Tagtäglich kommen ununterbrochen Einreichungen von Versicherten bei Ihnen an. Dank digitaler Möglichkeiten wie App oder Web oder auch E-Mail natürlich, selbst dann, wenn Sie nicht arbeiten. Also auch am Wochenende und nachts, eigentlich 24/7. Das Aufgabenvolumen verändert sich also laufend. Mal ist es mehr, mal weniger. Doch auch die Art der Aufgaben variiert. Es gibt einfache Aufgaben, in welchen vielleicht nur eine Zahl zu kontrollieren oder zu korrigieren ist. Aber es gibt auch komplexe Aufgaben mit jahrelangen Historien, Spezialfälle, die nur ein Expertenteam bearbeiten kann. Planbarkeit in diesem Bereich ist nicht gegeben. Doch dem nicht genug. Nicht nur das Aufgabenvolumen variiert und die Art der Aufgaben, die hereinkommen, haben auch eine unterschiedliche Priorität. Handelt es sich vielleicht um VIP-Kunden, um alte Aufgaben, die schon seit 2 Monaten im Portfolio liegen, bei denen dann langsam aber sicher auch eine Eskalation droht? Und wie ist es mit dem Eingangskanal? Haben vielleicht mobile Einreichungen, also Einreichungen über die App, eine höhere Priorität in der Bearbeitung als Einreichungen per Post? Das alles müssen Sie koordinieren. Und dafür müssen Sie erst einmal das Ganze auch transparent überblicken. Selbst das ist noch nicht alles, womit Sie sich auseinandersetzen dürfen. Die nächste Herausforderung, mit der Sie sich tagtäglich beschäftigen dürfen, sind die verfügbaren Mitarbeitenden. Es gibt nicht den einen Sachbearbeiter, die eine Sachbearbeiterin. Die Qualifikationslevel
Und die Kompetenzen von Mitarbeitenden unterscheiden sich. Sie sind nicht homogen. Es gibt Azubis, es gibt Experten. Manch einer darf Beträge bis 100.000 freigeben, anderer darf selbst noch gar keine Regulierung vornehmen. Und auch hier gibt es eine zweite Dimension. Denn nur weil Sie 100 Personen in der Sachbearbeitung beschäftigt haben, sind nicht immer 100 Personen da. Krankheit, Teilzeit, Urlaub, jemand macht mal Pause oder ist im Meeting. Und jeder hat mal eine Situation, wo er vielleicht 100% anwesend ist, aber gerade im Moment nicht 100% mehr leisten kann. Somit ist auch die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, der Zugriff auf die tatsächliche Arbeitskraft volatil. Doch wozu führt das alles? Aktuell müssen Sie eigentlich rund um die Uhr ununterbrochen Entscheidungen treffen. Was ist jetzt, wie, durch wen und in welcher Reihenfolge zu tun? Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass Sie eine vollständige Transparenz haben über einerseits Aufgaben und deren Priorität und andererseits den verfügbaren Mitarbeitenden und deren Skills. Doch diese Transparenz über Hunderte, über Tausende von Vorgängen bzw. Aufgaben, die gibt es aktuell nicht. Vor allem ist das, was Sie haben, das, was Sie sehen, immer nur eine Momentaufnahme, auf Basis derer Sie entscheiden können. In der nächsten Minute ist der Stand ehrlicherweise, den Sie haben, schon wieder nicht mehr aktuell. Die Welt, in der Sie sich bewegen, ist nicht statisch, sondern hochgradig dynamisch. Aufgaben in diesem dynamischen Umfeld sinnvoll zu steuern, auf die vielen Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Profilen zu verteilen. Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit, ehrlicherweise, das sinnvoll und effizient zu bewältigen. Und so begegnen uns aufgrund mangelnder Transparenz und Steuerbarkeit sehr oft auch im Bereich der Arbeitsverteilung manuelle Prozesse, manuelle Umverteilung, Ineffizienzen und vor allem ein reaktives Handeln. Auf Basis der für Sie verfügbaren Daten können Sie derzeit eigentlich nur hinterherlaufen. Denn jeden Morgen, wenn Sie den Rechner öffnen, kamen schon wieder Hunderte von Vorgängen zur Bearbeitung herein und das Spiel beginnt von neuem. Doch nicht nur für Sie bzw. diejenigen, die mit der sinnvollen Verteilung von Arbeitslast beschäftigt sind, auch für Mitarbeitende ist es tagtäglich das Gleiche. Lassen Sie uns also auch kurz das Thema der Mitarbeitenden beleuchten. Vielen kommt bei Sachbearbeitung unmittelbar das Bild vom Hamsterrad in den Sinn. Und ja, leider wird uns das auch heute noch häufig widergespiegelt. Unzufriedene Mitarbeiter, die sich über monotone Tätigkeiten beklagen, über alte Applikationen, die fehleranfällig sind, die schwer bedienbar sind. Und Motivation spürt man ehrlicherweise nur selten. Es ist vielmehr die lästige Pflicht, den täglichen Arbeitsberg, der leider nicht mehr enden will, zu bewältigen. Das ist eine ernstzunehmende Herausforderung für Sie. Denn wenn Sie qualitativ gute Arbeit von den Mitarbeitenden erwarten, dann sind Sie nicht nur gefragt, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch sie für die Aufgabe zu motivieren. Doch mit alten, komplexen Interfaces, Bergen von immer ähnlicher Arbeit, ist das schwierig. Was also tun? Das Gute: Herausforderungen bedeuten immer auch Potenziale. Und Potenziale lassen sich dabei heben, wenn man sich mit den zwei zentralen Aspekten beschäftigt. Erstens der aktiven Aufgabensteuerung, die 24/7 gefragt ist, wer bekommt welche Aufgabe wann. Und zweitens der Aufgabengestaltung. Denn wo Menschen arbeiten, ist es essentiell, auf die Belange derer auch einzugehen, wenn man Qualität und Leistung möchte. Und hier setzt unsere Lösung an, denn wir wollen die Frage beantworten, wie kann Software gestützt eine Optimierung in diesen Bereichen herbeigeführt werden. Lassen wir uns starten mit dem Punkt der Aufgabensteuerung. Zentral beim Thema Aufgabensteuerung ist hierbei, dass Sie die verfügbaren Daten, die Sie bereits haben, auch aktiv nutzen. Wir können anhand der Daten, die mittlerweile ja digital vorliegen bzw. vorliegen können, zwei Dinge sicherstellen. Erstens eine intelligente Priorisierung. Wir können automatisch Aufgaben nach ihren Kriterien bewerten und die Aufgaben mit dem höchsten Mehrwert identifizieren. Zweitens, wir schaffen Transparenz und ermöglichen eine proaktive Steuerung statt reaktiver. Denn alle Informationen sind jederzeit digital verfügbar. Lassen Sie uns auf den ersten Punkt eingehen. Was tun wir im Bereich intelligente Priorisierung?
KI, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und ja, wir können die Möglichkeiten nutzen. Durch Machine Learning oder einfach nur Algorithmen ist eine automatische Priorisierung von Aufgaben möglich. Kriterien können hierbei sein, die einfließen. Natürlich der wirtschaftliche Wert, der gewiss immer eine Rolle spielt. Aber es lässt sich auch nach strategischen Kriterien priorisieren, beziehungsweise die können Einfluss nehmen. Wie beispielsweise Mobile First oder alles, was älter als x Tage ist, hat Priorität. Hierbei haben Sie die Möglichkeit und auch die Flexibilität, Ihre individuellen Kriterien einfließen zu lassen. Denn die Kriterien und Prioritäten verändern sich. Doch was ermöglicht das? Es können fortan in Echtzeit Entscheidungen getroffen werden, welche Aufgabe prioritär zu behandeln ist. Denn anders als bei manueller Priorisierung läuft solch ein Algorithmus 24/7, kann jede Sekunde neue Informationen berücksichtigen. Also auch am Wochenende und nachts, wenn Sie nicht arbeiten. Nachdem diese Priorisierung auch den wirtschaftlichen Wert einer Aufgabe berücksichtigt und manuelle Verteilungen, die aufwendig sind, irrelevant werden, führt dies unmittelbar zu einer Priorisierung, die mit einer Effizienzsteigerung in der Sachbearbeitung einhergeht. Lassen Sie uns auf den zweiten Punkt eingehen. Transparenz und Proaktivität. Was uns begegnet in der Branche, ist ein primär reaktives Verhalten. Man sieht das Auftragsvolumen in einem System, man priorisiert und verteilt reaktiv von Tag zu Tag. Ich habe vorhin gesagt, man läuft der Zeit eigentlich hinterher. Wie also wäre es, der Zeit ein Stück voraus zu sein? Auf Basis von Daten lassen sich Prognosen erstellen. Urlaube und große Teile der Mitarbeiterverfügbarkeit haben Sie ohnehin schon digital vorliegen. Auch ist relativ klar, wie schnell bestehende Aufgaben bearbeitet werden können, auf Basis der verfügbaren Mitarbeiter, der Größe der Aufgabe und so weiter. Wir können also kalkulieren, was passieren wird, und so wird proaktives Steuern möglich. Dadurch können einerseits Engpässe vermieden werden und vor allem lässt sich besser optimieren. Durch die sinnvolle Aufbereitung von Daten erhalten Sie als Manager und Entscheider vollkommene Transparenz über das Geschehen und können proaktiv handeln bzw. steuern. Proaktiv, nicht reaktiv. Kommen wir aber zum zweiten zentralen Thema, das ich vorhin angesprochen habe. Der Aufgabengestaltung. Wie lassen sich Aufgaben so gestalten, dass die Sachbearbeitung und das Bild von Sachbearbeitung ein anderes wird? Ein anderes als das vom bekannten Hamsterrad. Dass Sie motivierte und zufriedene Mitarbeiter haben, ohne natürlich, dass das Ergebnis darunter leidet. Wir arbeiten daran, die Arbeitswelt auch für Ihre Mitarbeitenden positiv zu verändern. Nur indem wir die Aufgabenstellung anders angehen. Momentan steht häufig die zu bearbeitende Aufgabe im Mittelpunkt. Man sucht sich den passenden Mitarbeiter. Daran ist definitiv nichts Schlechtes, doch wieso kombiniert man das nicht mit einem Blick auf den Mitarbeitenden als Mensch? Welche Aufgabe wäre jetzt für den und den Mitarbeiter die passende, für seine Weiterentwicklung, aufgrund seiner Tagessituation? Sie kennen es selbst, morgens ist ein Mensch tendenziell noch geistig wacher als abends. Man könnte sich auch die Frage stellen, was wäre jetzt die passende Aufgabe aufgrund der verbleibenden Arbeitszeit am Tag? Wie wäre es eigentlich, wenn Anwendungen zukünftig Spaß machen würden? Aufgaben fortan wirklich als Einzelaufgaben an Mitarbeiter gehen, nicht als Berg an Arbeit und auch nicht als Fälle, die man in einer Standardoberfläche durcharbeiten muss. Komplexe Standardoberfläche mit 10 Ebenen und 15 Seitensträngen. Wie aber kann so etwas konkret aussehen und wie gehen wir das Thema an? Wir wollen effizient sein und dennoch Mitarbeiter zufrieden stimmen. Raus aus dem Hamsterrad. Wie ist das möglich? Unser System berücksichtigt hierfür zunächst einmal einige Basics, wie Verfügbarkeiten und Qualifikationen, sodass erstens automatisch die abwesenden Mitarbeiter gar nicht berücksichtigt werden in der Arbeitsverteilung und zweitens Mitarbeiter die Aufgaben erhalten, die passend zu ihrer Qualifikation sind. Hierbei kann man durch intelligente Systeme auf Basis der vorhandenen Mitarbeiterprofile auch eines tun, nämlich Aufgaben einer höheren Qualifikationsstufe ausspielen, um den Mitarbeiter beispielsweise an neue Aufgabenstellungen heranzuführen, ihn sie weiterzuentwickeln. Jetzt sagen Sie vielleicht, aber dazu braucht es doch Einarbeitung, das darf der Mitarbeiter doch gar nicht. Natürlich.
Keine Sorge, man kann bei einem solchen System auch Vier-Augen-Prinzip hinterlegen, um sicherzugehen, dass keine Fehler passieren. Auch Schulungscases lassen sich an eine Oberfläche einstellen. All dies schafft Abwechslung und unterstützt die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter. Das Ziel und was wir mit unserer Software hierbei erreichen wollen, ist wie gesagt, weg vom Hamsterrad-Effekt. Und um das zu erreichen, kann das System auch berücksichtigen, dass nach vielen komplexen Arbeiten auch mal wieder eine einfachere Aufgabe zugewiesen wird und die Arbeitsbelastung für den Mitarbeitenden dadurch ausgewogen ist. Die Variation in den Aufgaben unterstützt dabei zusätzlich, dieses Gefühl von monotoner Arbeit zu unterbinden. Doch die Frage bleibt, genügt das für eine ansprechende Aufgabenstellung und für einen attraktiven Arbeitsplatz? Wir denken, dazu bedarf es einer weiteren Komponente. Es bedarf ansprechender Interfaces und einer menschlicheren Art der Aufgabenstellung. Was meine ich damit? Zunächst einmal ist es unerlässlich, Anwendungen selbsterklärend zu gestalten. Um einerseits die langen Einarbeitungszeiten zu verhindern, aber natürlich auch um Fehler zu vermeiden. Unsere Interfaces unterstützen durch Validierung, durch optimierte Clickflows und Hilfestellungen dort, wo es relevant ist. Aber sie geben auch die Möglichkeit, dass man sich spielerisch neuen Fragestellungen widmen kann, ohne dass hierfür eine lange Schulung nötig ist. Wichtig hierbei, SachbearbeiterInnen, aber auch Sie sitzen stundenlang vor Ihrem Laptop, auch ich. Teils immer die gleichen Anwendungen offen, gleichen Anwendungen im Sichtfeld. Neben Usability achten wir daher hierbei auch ganz stark auf angemessene Schriftgrößen, auf Kontraste, auf geeignete Visualisierung und weiteres, um Bildschirmarbeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn der Erschöpfungseffekt, der tritt umso schneller ein, je schneller die Augen ermüden. Doch nicht nur die Oberflächen selbst sind relevant, auch die Art der Aufgabenstellung. Und hier ist vermutlich der größte Paradigmenwechsel zu sehen. Arbeitsaufträge werden noch immer wie eine abzuarbeiten, wie eine lästige Pflicht gesehen. Wir denken Sachbearbeitung etwas anders. Denn was spricht dagegen, die Aufgaben für Sachbearbeiter wie zu lösende Rätsel zu sehen? Seit Jahren spricht man von Gamification, doch selten sieht man praktikable Ansätze. In Ihrem Bereich der Sachbearbeitung lässt sich das sinnvoll umsetzen, ohne etwas an der Aufgabenstellung selbst zu ändern oder an dem Ergebnis, das man erzielen möchte. Denn worum geht es denn? Was motiviert? Ein positives Feedback für die Mitarbeitenden, das Zeichen, dass er etwas erreicht hat, Wertschätzung. Du hast heute schon 10 Fälle ohne Pause bearbeitet. Super. Eigentlich wäre jetzt Zeit für eine kurze Pause. Deine Augen brauchen Entspannung. Oder möchtest du doch noch eine Aufgabe lösen? Mitarbeitende sind Menschen, keine Maschinen. Es ist einfach, etwas Menschlichkeit in die Software zu bringen. Und ja, durch diesen Gedanken können Sie Mitarbeitende zukünftig auch animieren, sich weiterzuentwickeln. Lassen Sie mich noch ein Beispiel machen. Was spricht dagegen, die Mitarbeitenden aktiv zu fragen, ob sie sich mal an ein anderes Themengebiet heranwagen wollen? Zahnzusatzversicherung. Langweilig auf Dauer? Wie wäre es mit einer anderen Aufgabe? Ich bin überzeugt, dass es eine große Anzahl an Mitarbeitenden gibt, die sich dadurch angesprochen fühlt und es ausprobiert. Ganz ohne Zwang, freiwillig. Schlicht und ergreifend, weil es anders kommuniziert wird. Und ja, es lässt sich auch hier, wie gesagt, ein 4-Augen-Prinzip dahinter schalten oder man kann Schulungscases einspielen. Aber der Mitarbeiter bekommt die Chance, sich zunächst einmal selbst daran zu versuchen. Und ich kenne es von mir, es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich selbst etwas beigebracht hat. Unser Ansatz, unsere Software schaut auf das, was Menschen antreibt, was sie motiviert. Denn wer Freude bei der Arbeit hat, macht gute Arbeit. Und davon profitieren letzten Endes alle. Ich komme nochmal zurück auf meine Folie von vorhin. Was wollen wir mit unserer Software erreichen? Wir heben Potenziale für Sie durch eine intelligente, automatisierte Aufgabensteuerung bei voller Transparenz, 24/7, mit dem Ziel, effizient für Sie und mit Ihnen zu steuern und durch eine smarte, zeitgemäße Aufgabengestaltung. Aufgabengestaltung, die Ihre Mitarbeiter unterstützt und motiviert und dabei gleichzeitig für hohe Qualität sorgt.
Wenn Sie Interesse an mehr haben, sprechen Sie mit uns. Wir sind gerade dabei, die Lösung voranzutreiben und stehen mitten in der Entwicklung. Ihr Feedback ist uns wichtig, deswegen sagen Sie uns, was für Sie von Relevanz ist. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Melden Sie sich bei uns, bei mir, meinen Kollegen. Kontaktdaten werden gerade eingeblendet. Sie finden uns auch online unter www.globalsite.com. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Vielen Dank.